Hey, ich bin Bennett und willkommen auf meiner Seite Animaniac. Falls du dich fragst, wo du aktuell überhaupt noch kostenlos und legal Animes schauen kannst, was soll das heißen? dann schau das Video unbedingt bis zum Schluss an, um auch nicht den Geheimtipp von mir zu verpassen. Das muss ich akzeptieren. Und schon geht's los. Okay, let's go. Für gewöhnlich kostet Amazon Prime natürlich etwas. Aber seit kurzem gibt es eine neue Variante, die sich Freevee nennt. Oh, okay, ist gut. Damit lassen sich auch einige Animes nun kostenlos schauen. Die Auswahl ist zwar noch sehr überschaubar, aber es gibt einige Perlen darunter, sei es Spice and Wolf, Konosuba oder Samurai 7, die du dir anschauen kannst. Allerdings mit Werbung, das bleibt natürlich nicht aus. Verdammte Scheiße! Das Einzige, was du dafür tun musst, ist dein kostenloses Amazon-Konto einrichten. Solltest du Amazon Prime schon aus anderen Gründen besitzen, sei es durch Familie oder Freunde oder Account-Sharing, wird die Vielfalt natürlich nochmal größer. Es gibt zwar noch gesonderte Abos für Animes, die kannst du in der Suche aber einfach rausfiltern, sodass du dir nur die für den Prime verfügbaren Animes angezeigt werden. Perfekt. Und schon begegnet dir unter anderem Fullmetal Alchemist, Hunter x Hunter, Demon Slayer, The Promised Neverland, Erased, Deadman Wonderland, Plastic Memories und noch viel mehr. Es lohnt sich da also mal zu schauen. Wenn es einen Streamingdienst für Animes gibt, den jeder kennt, dann ist das Crunchyroll. Früher konntest du noch viele neue herausgekommene und bereits vorhandene Animes kostenlos schauen. Du musstest nur etwas länger darauf warten, sei es eine Woche oder so nach Erscheinungsdatum. Nun ist es leider so, dass viele der neuen Animes gar nicht mehr ohne Abos geschaut werden können. Und bei den meisten anderen nur noch die ersten 3 Folgen. Solltest du doch auch nach einem Abo suchen, bist du bei Crunchyroll immer noch am besten aufgehoben. Nach meiner Meinung nach jedenfalls. Einfach durch die riesige Vielfalt, die Crunchyroll zu bieten hat. Zu Beginn auch mit einem Probeabo möglich, um erstmal reinzuschnuppern, dann kannst du dir immer noch überlegen, ob es dir zusagt. Ich hab nur dieses Kleingeld, nehmen Sie es bitte! Das Geschäft mit Ihnen war mir ein Vergnügen! Dazu ein Anime-Geheimtipp bzw. eine Empfehlung von mir: Kind of the Great Snow und Trigun Stampede, die aktuell laufen, und die neue Staffel von Don't Toy With Me, Miss Nagatoro. Mal zwischendrin noch, vergiss nicht zu liken und zu abonnieren, wenn dir das Video gefällt. Andernfalls wartet das Ungesicht auf dich und will dich verspeisen. Nein, Spaß. Weiter geht's mit Netflix. Ich weiß, ich habe gesagt, kostenlos und legal. Aber ich will Netflix wenigstens erwähnt haben. Dann ist es zwar leider nicht kostenlos, aber auch schon in fast jedem Haushalt vorhanden. Account Sharing. Okay. Netflix bietet mittlerweile immer mehr Anime-Auswahl. Darunter auch Neuheiten wie die 2. Staffel Vinland Saga und aus Frigan ist sehr empfehlenswert. Das Gute an Netflix ist die Tatsache, dass die Anime-Folgen fast immer sofort alle erscheinen, so steht einem Binge-Watching nichts mehr im Wege. Und wer auf Live-Action-Serien und Filme von seinen liebsten Animes steht, der wird auch fündig werden, denn gerade ist auch eine One-Piece-Serie in Entwicklung, die noch 2023 erscheinen soll. Man kann gespannt sein. Bei dieser Website scheiden sich die Geister, da immer wieder die Frage aufkommt, ob sie legal ist oder nicht. Doch rechtlich gesehen gibt es da keine Probleme. Denn sobald die Serien in Deutschland lizenziert sind, werden sie vom Proxer entfernt, beziehungsweise es gibt nur noch einen Verweis zu der Streaming-Plattform, sei es Netflix oder Crunchyroll und so weiter. Um die Animes richtig genießen zu können und alles zu verstehen, benötigst du allerdings verhältnismäßig gute Englischkenntnisse, da die Untertitel nicht in deutscher Fassung vorhanden sind, da, wie gerade erwähnt, in Deutschland lizenzierte Animes dann nicht mehr veröffentlicht werden dürfen. Wer sich daran nicht stört, hat mit Proxer aber eine sehr große Vielfalt mit zeitnahen Erscheinungen. Abseits davon erfährst du zusätzlich, wann welche Animes in den jeweiligen Seasons erscheinen, und die bereits existierenden sind von einer großen Community bewertet, was dir die Suche nach guten Animes wesentlich erleichtern kann. Der zweite nicht kostenlose Streamingdienst in meiner Liste ist Disney+. Nani? Was die Vielfalt angeht, muss Disney Plus noch einiges aufholen gegenüber seinen Konkurrenten.
aber manches lohnt sich vielleicht schon jetzt. Zuletzt haben sie sich Tokyo Revengers geschnappt und das Star Wars Spin-off Star Wars Vision im Anime-Universum kann sich auch sehen lassen mit seinen verschiedenen Stilen. Ebenso haben sie Bleach mit 26 Staffeln im Angebot. Nichtsdestotrotz ist die Auswahl noch sehr mager. Und wer nach einem Anime-Abo sucht, sollte Disney Plus erstmal noch etwas Zeit geben und lieber einen anderen Anbieter wählen. Der letzte in meiner Liste und definitiv wieder kostenlose Streamingdienst ist Join. Darunter findest du Animes wie One Piece, Black Clover und Demon Slayer aktuell. Doch nun fragst du dich, ob es da nicht noch einen Haken gibt. Ja, den gibt es. Einerseits natürlich wieder die teils lästigen Werbeunterbrechungen, die aber noch verkraftbar sind. Andererseits sind nur die aktuellen Folgen möglich zu schauen. So finden sich zwar Animes wie My Hero Academia oder einen meiner absoluten Lieblingsanimes, Astral Lost in Space im Sortiment, aber von dem einen gibt es beispielsweise nur 6 Folgen, die auch noch mitten aus den Staffeln gegriffen sind, und bei den anderen nur die Pilotfolge. Zudem ist die Auswahl sehr begrenzt und sie wechselt auch regelmäßig. Da vor circa einem Monat noch Folgen von Detective Conan oder Fairy Tail bei Join angezeigt wurden, so sind sie jetzt nicht mehr aufzufinden. Ich hoffe, du konntest aus meiner Auswahl einen Anbieter finden, der dir zusagt. Falls du einen anderen Anbieter nutzt, so schreib ihn mir doch in die Kommentare. Und wenn du schon dabei bist, sag mir doch auch gleich noch, was dein Lieblingsanime ist. Bis zum nächsten Video, dein Venet.